Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne das Kunvo Excalibur vorstellen, eine Kollabo zwischen Kunvo und Metal Complex mit einem kleinen Unboxing. Hier haben wir auch schon den Karton. Kunvo typisch die Pouch, wieder das kleine Tüchlein. Hier haben wir ein paar Schrauben, hier haben wir einmal den Drahtclip und wir haben hier die Achsschraube, also komplettes Set, wo wir aber die Achsschraube tauschen können, die ist nämlich plain. Und dann das typische Silikatplättchen, ein Kunvo Sticker, die Karte und ja, das gute Stück. Das erste Kunvo Integral, in dem Fall ist es Full DLC, Diamond Pattern mit einem Venex-Stahl. Damaskus Clip, der ist schon dabei. Hier haben wir das Logo von Metal Complex. Ich glaube so. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir hier auch ein Pivot Color. Dann haben wir hier, das sind die, also mit denen kann man es aufmachen. Mit den Daumenpins sind aber auch gleichzeitig die Stops, wie man es hier sehen kann. Ja, Daumenlöcher gibt es auch. Den Reverse Flake, dann werden wir mal über den Daumen. So. Die schon mal ein Video sich von dem Messer angeschaut haben, werden jetzt merken, etwas stimmt mit dem Sound nicht, beziehungsweise mit dem Klang. Ist ein bisschen stumpf, ja, kommt daher, dass ich hier, ja, wie soll ich sagen, so Rubbers drauf gezogen habe. Einfach nur, damit es hier ein bisschen geschützter ist. Weil durchs Aufklappen mit der Zeit ist halt einfach so, dass dann hier, dass die also sprich auch, dass es trotz DLC kann es halt sein, dass es ein bisschen abgeht und dementsprechend wollte ich das verlangsamen und habe dann deswegen die Rubbers drauf gemacht und das funktioniert aber trotzdem. Ne? Man hat zwar nicht diesen schönen Klang, aber es klappt wunderbar. Die Klinge ist mittig, ein sehr, sehr schöner Integral Titanium Chassis. Also ich finde, das ist super gut gelungen. Es ist ein sehr großes Messer, definitiv. Handlage ist hier auch super. Also man kann entweder hier weiter hinten anfassen, nur am Griff oder weiter vorne. Jimping ist angenehm, funktioniert auch gut. Hier ist auch sehr gut ausgeschliffen, schöne Klingengeometrie. Spearpoint-Klinge. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Hier haben wir mal komplett einen Blick drauf. Also es gibt es auch in anderen Varianten. Also es gibt es auch in Stonewash, also komplette Stonewash. Oder als, ich glaube es nennt sich Reverse Tux. Das heißt, dann wäre das hier in einer Art Matt-Silber. Und die Klinge wäre dann im DLC. Oder wie gesagt das Full DLC. Oder es gibt auch die Sauton-Variante. Bei dem jetzt ist es ja das Full DLC. Ich habe es damals in so einer Art Kickstarter geholt. Ich meine, das waren, ich müsste jetzt lügen, $338. Also ich glaube irgendwie so um den Dreh. Jetzt sind wir schon bei ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, wenn man es bekommt über den Zweitmarkt, ist auf jeden Fall, lohnt es sich das zu holen. Ich finde halt dafür, dass es integral ist, Full DLC. Das Besondere hier ist auch nochmal, hier ist Venex verbaut. Also auch ein außergewöhnlicher Stahl, den es so gar nicht mehr gibt. Wir haben hier eine Länge von 21,3 mm, eine Klingenlänge von 91 mm. Die Schneidlänge, die liegt circa bei 88 mm und die Klingendicke liegt bei 3,5 mm. Also Venex ist zwischen 60 und 61 HRC gehärtet. Wie gesagt, DLC-Beschichtung, Diamond-like Carbon. Also bei der Klinge muss man schon sehr, sehr viel, wie soll ich sagen,
der muss man schon sehr viel mitmachen, damit du da wirklich einen Kratzer reinbekommst und damit man es wieder sieht. Also das reicht in der Regel, wenn man schneidet. Man kommt irgendwo dran, dann nimmt man einfach ein Tuch, putzt es ab und dann sieht es aus, wie als wenn es neu wäre. Und Kunvo hat da auf jeden Fall auch einen super Job gemacht. Das ist einfach einer meiner schönsten Messer, ist auch mein erstes Integralmesser. Bin da sehr, sehr happy mit. Da war jetzt noch die Rede, ich glaube, das war Metal Complex, der selber gesagt hat, dass davon halt nochmal ich glaube, Budget hat er jetzt nicht gesagt, aber die günstigeren Varianten davon gibt. Das heißt, dann die Sandwich-Modell, es wird das nicht als Integral geben, aber das Sandwich-Modell, dann vielleicht auch mit einem anderen Stahl. Das war so der Plan. Ist die Frage, wann das rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vom Werk aus, so wie es sein soll, ist die Klinge auf jeden Fall super scharf. Ganz normal, Kunvo typisch. Ist auf jeden Fall von meiner Seite aus eine Empfehlung wert. Ich hoffe, euch hat das Review, das kurze, gefallen. Schaltet gerne nochmal ein, abonniert, liked, aktiviert die Glocke. Dann bleibt mir nur eins zu sagen: Carry smart, stay sharp. Ciao.